Liebe Freunde der Sonne, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei den Dead Chicks. Ich bin Alissa. Ich bin Lea. Genau. Und worum es heute geht? Tja, wir hatten ja neulich unser Format gestartet mit Metal aus aller Welt und die erste Band, die wir vorgestellt haben, waren The Who aus der Mongolei. Ja, nun, ich würde sagen, es ist super angekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür, für all die Kommentare und Likes, die ihr uns geschenkt habt. Und jetzt geht's mit der Serie eben weiter. Heute gibt es eine Band aus Indien. Ja, richtig gehört. Es geht um Bloodywood. Das haben ja schon einige so unter das Video kommentiert vom letzten Mal. Das fand ich ganz witzig. Ja, was für ein Treffer. Und ja, lasst euch mal überraschen, wie es denn so wird. Bevor wir euch aber ein paar Eindrücke zeigen, wie das Konzert so war, haben wir ein paar kurze Infos zu der Band für euch zusammengefasst. Bloodywood, Alissa hat es vorhin schon erwähnt, ist eine indische Band, gegründet 2016 als Zwei-Mann-Projekt. Gar nicht so lange her. Genau, gar nicht so lange her, in Neu-Delhi. Die Jungs starteten damals, indem sie Pop-Songs gecovert haben oder Songs anderer Bands und ja, ihr Augenmerk lag darin, diese halt im Metal-Charakter zu covern und sozusagen den Pop zu zerstören. Und bekannt wurde die Band, indem sie den Song von Linkin Park Heavy gecovert hatten. Und damit gab es für sie einen ganz großen Durchbruch, weil sehr viele Musikplattformen und auch Musikmagazine, unter anderem auch der Metal Hammer, sind damals auf sie aufmerksam geworden und haben angefangen, über die Jungs zu berichten. Das hat dazu geführt, dass sie sogar bereits ihr erstes Album veröffentlichen konnten. Allerdings gab es auf dem Album nur gecoverte Songs. Ja Leute, und ich denke, ihr kennt das selber als Fan. Wenn man eine Band sehr mag, dann gibt man sich natürlich nicht damit zufrieden, dass die Band nur Songs covert, sondern man möchte halt mehr hören, vor allem auch so eigene Werke. Und die Band hat dann 2018 ihr erstes eigenes Werk oder ihren ersten eigenen Song released. Ari Ari heißt der. Und der erinnert an dieses indische Volkslied. Also man hört da auch diese typischen Instrumente, die indische Trommel und die Flöte. Und ich finde, gerade das macht es auch zu was Besonderem, weil vorher kannte man das im Metal so gar nicht, diese indischen, einheimischen Instrumente, finde ich. Ja, das ist auf jeden Fall was Neuartiges. Und ich denke mal, genau deswegen hat die Band auch so viel Aufsehen momentan erregt. Genau, und sie haben halt gemerkt, okay, die eigenen Songs oder der eigene Song kam so gut bei den Fans an, dass sie dann nachgelegt haben und 2019 noch 2 weitere Songs veröffentlicht haben, in denen sie sich hauptsächlich mit Mobbing und mit Depressionen beschäftigen. Und Leute, falls ihr euch jetzt fragt, so, warum sind die YouTube-Videos teilweise 8 Minuten lang? Man hört halt vorher den Song und hat das Video zu dem Song und danach spricht die Band dann noch über dieses Thema, beziehungsweise diese beiden Themen, weil ihnen das einfach am Herzen liegt und sie einfach halt mehr darüber aufklären möchten. Ich finde die Idee generell cool, dass man so als Band irgendwie nach dem eigenen Song noch ein eigenes Feedback dazu gibt oder ein Statement. Das ist eigentlich gar keine üble Idee. Vor allem finde ich, oder mir ist es aufgefallen, das erste Mal, dass ich das so erlebt habe, dass eine Band sich dann nach einem Musikvideo noch so damit auseinandersetzt. Finde ich halt einfach eine coole Sache. Aktuell arbeiten die Jungs an ihrem zweiten Album, das dann komplett mit eigenen Songs rauskommen soll. Und das finanzieren sie über Patreon. Aktuell haben sie bereits über 900 Patronen? Ja, es klingt total bescheuert, aber gut. Und ja, finanzieren sozusagen das eigene Werk. Und ich bin auch schon sehr gespannt. Die ersten Songs mochte ich schon total, also es kann ja eigentlich nur besser werden. Und sie sind auch auf Tour. Wir haben sie ja hier in Berlin gesehen, aber sie touren noch durch viele weitere europäische Städte und Festivals, denn der nächste Stopp für uns ist Wacken, wo wir sie wiedersehen werden. Da bin ich mal gespannt. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Ja, Konzert oder dann doch Festival. Ja, bin gespannt. Aber kommen wir doch mal zu unseren Eindrücken aus dem Cassiopeia. Und ich muss sagen, okay, also gerade für mich Nu Metal oder Rap Metal ist so gar nicht meins, überhaupt nicht. Ne? Ich war schon so ein bisschen skeptisch, so okay, wie wird es jetzt werden?
Aber ich muss sagen, das war eine verdammt gute Stimmung. Also richtig Bombe. 150% gegeben haben die Jungs auf der Bühne. Man hat null was von Nervosität gemerkt, nicht mal ansatzweise. Und gefühlt jeden zweiten Song kamen die auf das Publikum zu, haben mit denen gequatscht und so weiter. Und das war der Wahnsinn. Also Publikumsnähe ist ja nun wirklich nicht bei jeder Band gegeben. Und das war mal etwas, wo ich gesagt habe, hey, das macht die irgendwie lebendig, sympathisch, ja, irgendwie cool. So ein kleiner Herzensmoment für uns war auch, als später, das seht ihr nachher auch in dem Zusammenschnitt aus dem Konzert, als Cheyont, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ja, steinigt mich nicht, einen Song mit einem Rollstuhlfahrer vorne performt oder gesungen hat, und das war einfach so schön anzusehen, wie er da halt auch abgegangen ist und auch wie der Rollstuhlfahrer sich gefreut hat, und das war natürlich ein ganz, ganz besonderer Moment, kann ich mir vorstellen, auch sehr so für beide Seiten. Ja, klar. Was wir allerdings so ein bisschen schade fanden, waren, dass sie ihre eigenen bekanntesten Songs alle am Anfang nacheinander gespielt haben. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das so ein bisschen mehr mischen, aber gut, das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ihr werdet es aber gleich sehen bei dem Konzertmitschnitt. Ja, man könnte sagen, unser Mikrofon war dezent überfordert, weil die Jungs haben den Laden einfach so auseinandergenommen. Da war selbst unser Mikro, dachte sich so, okay, ich bin da mal weg. Ich mache Urlaub. Ja, genau. Ich genieße das Konzert. Ja, wir wollen euch auch nicht mehr weiter und länger zuquatschen. Hier sind unsere Eindrücke, aber wer es vergisst, den Like-Button zu drücken, ja, natürlich, wenn es gefallen hat, oder den Abonnieren-Button, falls das noch nicht geschehen ist. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens nächste Woche auf Wacken bei Bloodywood. Und bis dahin, tada! Check! You're gonna check this with us. You wanna do it again? Check! 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 Check!
show in Germany, Berlin. We do a thing called a Bhangra Pit. So you know how Bhangra is done? You keep your one finger up from your one hand, the other one too. But again, this is metal, so we keep the horns up and we jump and we feel and we break stereotypes. This next song is called Rang De Basanti. Once again. One two, ladies and gentlemen, Satik Power, make some noise! On drums, ladies and gentlemen, we say sing! This man who drops the bass, I mean quite literally, he dropped the bass 3 times on this tour. Roshan Roy! Resident guitar player, flute player, production, we don't know what all he can do. It's all a secret. For the 50% of the band right there behind our audio engineer, Sai Sharma. If we sound bad, you know who to blame. And last but not the least, thank you ladies and gentlemen for coming out. I am Jayant Padula. We're gonna sing it together. You know the song. You do. Trust me, you do.